Eigentlich müssten wir unser ganzes Leben lang schlau bleiben. Unser Gehirn sollte bis zum letzten Atemzug noch arbeiten können. Und die meisten Menschen setzen halt das Alterswerden mit kognitivem Abbau gleich. Vergesslichkeit, die ersten Falten und auch nachlassendes Gehör sind die ersten typischen Alterserscheinungen. Aber das stimmt nicht. Es ist nämlich vielmehr so, dass wir ein Leben führen, für das wir genetisch einfach nicht mehr gerüstet sind. Aber das können wir ändern. Wir können nämlich die Gene wieder in ihrer normalen Programmierung arbeiten lassen. Und das Positive dabei ist, dass 70% dieser Gene, die für Langlebigkeit und Gesundheit stehen, dass wir diese direkt beeinflussen können. Das bedeutet, dass wir diese beeinflussen können, damit sie besser für uns arbeiten können. Damit wir eine längere Langlebigkeit haben und eine längere, bessere Gesundheit haben. Und in diesem Video erkläre ich dir, wie du die gesunden Gene unterstützen kannst und wie du die schädlichen Gene abschalten kannst. Bevor das Video jetzt allerdings losgeht, möchte ich einen kurzen Reminder raushauen, nämlich dass ich kein Arzt bin und dass meine Quelle sich auf das Buch Dumm macht Brot von Dr. David Perlmutter beruht. Deswegen ist es meine eigene Meinung, meine eigene Recherche und deshalb der Reminder und jetzt können wir mit dem Video loslegen. Nice. Jetzt stellt sich bei dir wahrscheinlich die brennende Frage, ja, wie kann ich denn neue Nervenzellen im Gehirn wachsen lassen? Und dieser Prozess wird von der DNA gesteuert, besonders von dem Gen Chromosom 11. Und dieses Gen ist vor allem für die Produktion des BDNF-Proteins verantwortlich, also des Brain Derived Neurotrophic Factor. Und dieses BDNF-Protein spielt eine wichtige Rolle für die Entstehung neuer Nervenzellen. Und zudem schützt es bereits die existenten Nervenzellen, indem es ihre Überlebensfähigkeit sichert und ihre Synapsenbildung fördert. Genau. Und Studien konnten beispielsweise Alzheimer-Patienten einen niedrigen BDNF-Spiegel nachweisen. Und zudem ist ein Mangel des BDNF-Proteins mit neurologischen Erkrankungen zu verknüpfen, wie zum Beispiel Depressionen, Schizophrenie und Epilepsie. Jetzt fragst du dich bestimmt, kann ich dem irgendwie entgegenwirken? Und die Antwort lautet, ja, du kannst dem entgegenwirken. Indem du das Gen, das halt die BDNF-Produktion aktiviert, durch Faktoren einschaltest, wie zum Beispiel durch körperliche Betätigung, durch knappe Kalorienzufuhr, durch ketogene Diät oder durch bestimmte Nährstoffe wie zum Beispiel Kurkumin oder das Omega-3-Fett DHA. Und diese Faktoren schauen wir uns nun im Einzelnen genauer an. Finde ich gut. Also kommen wir zuallererst zur körperlichen Betätigung. Und dabei musst du wissen, denn wenn du immer trainierst, dann trainierst du auch automatisch deine Gene. Und besonders Ausdauertraining schaltet nicht nur die Gene, die mit Langlebigkeit in Verbindung stehen, sondern auch das BDNF-Gen, das halt das Wachstumshormon für dein Gehirn ist. Und das sorgt halt eben dafür, dass neue Hirnzellen wachsen können. Als nächstes kommen wir zur knappen Kalorienzufuhr. Und dazu erschien 2009 eine Studie von der Proceeding of the National Academy, wo zwei deutsche Forscher zwei Gruppen älterer Erwachsene miteinander verglich. Und dabei trugen sie der einen Gruppe auf, dass sie in ein Kaloriendefizit gehen, während sie der anderen Gruppe auftrugen, dass sie so viel essen konnten oder alles essen konnten, was sie wollten. Und dabei wollten sie messbare Unterschiede in der Gedächtnisfunktion untersuchen. Und sie letzten Endes herausfanden, nach 3 Monaten, ist, dass quasi die Menschen, die alles essen durften oder so viel essen durften, wie sie wollten, dass ihr Erinnerungsvermögen zurückgegangen ist, während das Erinnerungsvermögen von den Menschen, die in einem Kaloriendefizit waren, deutlich sich verbessert hatte. Dann gab 2008 Dr. Veronica Araya aus der Universität Chile in Santiago Ergebnisse einer weiteren Studie bekannt, wo übergewichtige Menschen für 3 Monate in eine kalorienreduzierte Ernährung gesetzt wurden. Und sie fand letzten Endes heraus, dass die übergewichtigen Menschen, die für 3 Monate in einer kalorienreduzierten Ernährung waren, dass ihr BDNF-Spiegel gestiegen ist, der vor allem wichtig für den Wachstum neuer Hirnzellen ist. Interesting. Also im Umkehrschluss bedeutet das, dass wenn wir viel Zucker konsumieren und vor allem auch übermäßig viel Kalorien zu uns aufnehmen, dann entstehen freie Radikale. Und das sorgt dafür, dass die BDNF-Produktion deutlich zurückgeht. Wenn wir uns aber kalorienreduziert ernähren und zuckerfrei ernähren, dann sorgen wir dafür, dass die BDNF-Produktion steigt und somit verbessert sich unsere Gedächtnisfunktion und unsere Lernfähigkeit. Yeah, boy. Zudem gehen Entzündungen deutlich zurück und es entstehen keine neuen freien Radikale. Und der Selbstzerstörungsprozess der Zellen wird deutlich beschränkt. Wow. Als nächstes kommen wir zur ketogenen Ernährung. Und dabei verzeichnet man aus einer Studie aus 2005 bei Parkinson-Patienten eine deutliche Linderung ihrer Symptome
nach nur einer 28-tägigen Umstellung auf eine ketogene Ernährung. Und eine ketogene Ernährung wurde 90 Jahre lang als Behandlungsmethode für Parkinson, Autismus, Alzheimer und für Epilepsie benutzt. Zudem reduziert auch eine ketogene Ernährung das Amyloid im Gehirn und erhöht im Hippocampus eine antioxidative und hirnschützende Substanz namens Glutathion. Des Weiteren stimuliert eine ketogene Ernährung den Mitochondrienwachstum und verbessert somit den Stoffwechsel. Dann schützen auch die Ketonkörper, die aus einer ketogenen Ernährung im Körper gebildet werden, die Hirnzellen vor freien Radikalen, indem sie mehr Antioxidantien erzeugen. Und Ketone schützen auch die Hirnzellen vor dem Selbstzerstörungsprozess. Dann kommen wir als nächstes zu Kurkumin. Und Kurkumin ist ein Teil von Kurkuma und wird schon seit Jahrtausenden in der chinesischen und indischen Medizin benutzt. Ding bang, ding dong, his don't go aye. Kurkumin hat nämlich antioxidative, Entzündungs-, Pilz- und bakterienhemmende Eigenschaften, das dafür sorgt, dass sich das BDNF-Protein erhöht und dass das Risiko für Demenz deutlich verringert wird. Das gibt eine Anzeige. Dann kommen wir zu guter Letzt zu dem Omega-3-Fett DHA. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das menschliche Gehirn anschauen, da besteht es aus 70% aus Fetten, also aus Lipiden. Und von diesen 70% besteht ein Viertel davon aus DHA. Und DHA ist ein wichtiger Baustein für unsere Membrane, die die Gehirnzellen umgeben, speziell die Synapsen, die für eine essentielle Gehirnfunktion essentiell sind. Okay. DHA spielt auch eine wichtige Rolle für die Regulation von Entzündungen. Also du musst dir DHA wie einen guten Soldaten vorstellen, der die Entzündungen bekämpft, wenn in der glutensensitiven Darmschleimhaut ein Krieg ausbricht. Und DHA sorgt halt eben dafür, dass die schädlichen Folgen einer zuckerreichen und glukosereichen Ernährung gehemmt werden und dass es ungünstige Stoffwechsellagen im Gehirn vorbeugt, die durch eine kohlenhydratreiche Ernährung entstehen. Und DHA ist auch an der Regulation der Genexpression zur Produktion des BDNF-Proteins beteiligt. Also, kommen wir zum Fazit. DHA trägt zur Steuerung der Entstehung neuer Hirnzellen bei und verstärkt deren Funktion. Und jetzt kommen noch zwei Fun Facts, nämlich einmal DHA kann ADHS heilen und kann das Risiko für Alzheimer deutlich senken. Alles klar, Digga. Also, um auf die Frage nochmal zurückzugreifen, können wir neue Hirnzellen im Gehirn nachwachsen lassen? Die Antwort lautet, ja, du kannst. Indem du das BDNF-Protein aktivierst, sorgst du dafür, dass neue Hirnzellen wachsen können. Und das schaffst du durch bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel eben knappe Kalorienzufuhr, durch körperliche Betätigung, durch eine ketogene Diät oder durch bestimmte Nährstoffe wie Kurkumin oder das Omega-3-Fett DHA. Das bedeutet, du solltest auf jeden Fall auf eine Low-Carb-Ernährung oder auf eine ketogene Ernährung gehen, damit deine Gehirnfunktion deutlich besser wird und dass du auch neue Gehirnzellen wachsen lassen kannst. Just do it! Gut, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und wenn ja, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mir nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video, dein David. Vergiss nicht, neue Hirnzellen kannst du wachsen lassen, indem du dich auf jeden Fall fettreich, cholesterinreich und kohlenhydratarm ernährst. Go fuck yourself.